Ich studiere Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, weil ich mich schon immer für Sprachen interessiert habe und mir schon früh zu Schulzeiten vorstellen konnte, was in dem Bereich zu studieren. Und bei Deutsch als Fremd- und Zweitsprache hatte ich die Perspektive, Leute zu unterrichten, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Und diesen Gedanken fand ich von Anfang an eigentlich sehr reizvoll. Und eben diese Berufsperspektive hat mich dann auch oder hat auch mit den Ausschlag gegeben, warum ich mich für das Studienfach entschieden habe. Ja, das war bei mir ähnlich. Ich hatte im Abitur schon den Wunsch, Sprachen zu unterrichten, weil ich damals von meinem Englischlehrer einfach unglaublich begeistert war. Habe dann aber irgendwann den Punkt erreicht, in dem ich gesagt habe, okay, ich möchte aber nicht unbedingt in der Schule unterrichten. Ne? Und da kam mir Deutsch als Fremd- und Zweitsprache sehr zu Pass, denn man hat dort die Möglichkeit, im Inland auch im außerschulischen Bereich zu unterrichten, gerade was die Erwachsenenbildung angeht oder eben bei Nichtmuttersprachlern, wenn es jetzt Studieninteressierte sind, die nach Deutschland kommen und ein Deutschzertifikat brauchen, um hier an einer Uni zu studieren, oder seien es auch Geflüchtete, was ja zurzeit ein sehr wichtiges Thema ist, und einfach, dass man da auch eine wichtige soziale Arbeit leisten kann. Das finde ich einen guten Punkt. Das kam bei mir im Laufe eines anderen Studiengangs, und zwar habe ich vorher Sinologie studiert. Wenn man es grob sagen müsste, so ja, chinesische Kultur und Sprachwissenschaft. Und ich hatte dort das Ziel, auch schon eine Lehrertätigkeit später mal aufzugreifen. Da aber meine Dozentin im Sprachkurs auch Deutsch als Fremdsprache studiert hat, bin ich ein bisschen ins Denken gekommen und habe dann zuerst im Nebenfach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache studiert und dann später gesagt, okay, ich kann das auch zu meinem Hauptfach machen. Bei mir war es eigentlich so, dass ich nach der Schule erstmal ein Jahr Pause gemacht habe. Ich war ein Jahr im Ausland und habe mich dann im Ausland überlegt, was sind überhaupt die Sachen, von denen ich glaube, dass sie mich begeistern, dass ich da Interesse dran habe, dass ich sie studieren könnte, ohne irgendwie die Lust daran zu verlieren. Und dann wurde mir schnell klar, dass das auf jeden Fall Sprachen sind. Habe mir dann aber auch überlegt, welche Sprache man oder welches Fach man studieren könnte im sprachlichen Bereich, mit dem man dann später auf jeden Fall noch eine Berufsperspektive hat, die mir auch gefallen könnte, und habe mich dann einfach im Internet informiert und bin dann zufällig eigentlich auf Deutsch als Fremd- und Zweitsprache gestoßen, und es hat mir eigentlich von der Beschreibung her direkt zugesagt, und daraufhin habe ich mich auch beworben. Meiner Meinung nach sollte man zur erfolgreichen Bewältigung des Studiengangs auf jeden Fall eine große Portion Weltoffenheit mitbringen. Wir haben in unseren Seminaren viele internationale Studierende sitzen, und es wird immer wieder die Perspektive aufgebracht, und wie sehen das Leute oder wie denken Leute darüber, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Abgesehen davon denke ich, auch wenn man nicht zwangsläufig im Lehrberuf später arbeiten muss, sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass man möglicherweise das später als Lehrberuf ausüben wird. Und daran sollte man dann auch eine gewisse Freude haben an der Vermittlung von den Inhalten. Und man sollte auch Spaß am Diskutieren haben, denn oftmals geht es in den Seminaren doch schon ein bisschen heißer her, wenn es eine Frage zu beantworten gilt, auf die es keine Ja-Nein-Antwort gibt, sondern wo so ein Mittelweg gefunden werden muss. Und da passiert es dann schon häufiger, dass sich die Fronten etwas verhärten können, aber das, finde ich, ist halt auch das, was dazugehört und was es das so interessant macht, dass man eben sagt, so ja, aber das ist so und darum ist es so, und der andere sagt, ja, okay, da hast du recht, aber es kann ja auch so und so sein, und das, finde ich, macht einfach unglaublich Spaß. Es ist zwar extrem förderlich, wenn man mehrere Fremdsprachen noch beherrscht, also neben denen, die man sowieso für die allgemeine Einschreibung braucht, aber es ist nicht zwingend notwendig, um später einmal unterrichten zu können. Denn der Unterricht soll sowieso so ablaufen, dass man im Deutschen unterrichtet, weil das ja die Zielsprache der einzelnen Lernenden ist.
Aber eben, weswegen es nützlich ist, man kennt sich ein bisschen mit der Grammatik und auch mit der Aussprache aus und kann dort erkennen, okay, wo könnten die Leute jetzt Probleme haben, was sind die großen Unterschiede zum Deutschen. Also es schadet auf keinen Fall. Verena lernt ja nebenbei auch noch eine andere Sprache. Genau, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Es ist auf jeden Fall nicht zwangsläufig nötig, dass man noch irgendeine exotische Fremdsprache spricht, aber es ist auf jeden Fall von Nutzen. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, der in den Seminaren, in den Veranstaltungen während des Studiengangs immer wieder aufkommt. Und dann wird halt ganz oft die Sprache im Vergleich zu anderen Sprachen betrachtet und eben, wie Christian schon gesagt hat, kommt die Diskussion auf, woraus könnten denn dann Fehler entstehen bei den Leuten, die Deutsch als Fremdsprache lernen? Und ich finde, das ist eine ganz interessante Betrachtungsweise. Und wenn man da schon Vorwissen in Form von anderen Sprachen hat, ist es auf jeden Fall praktisch. Das ist eine sehr, sehr familiäre Sache ist in Leipzig. Die Seminare sind sehr, sehr interaktiv, wie ich das vorhin schon mal kurz angedeutet habe, dass man eben viel in den Austausch über gewisse Problematiken treten kann. Und auch mit den Dozierenden hat man so das Gefühl, dass sie einen auch wirklich kennen. Wenn man sich auf den Gängen begegnet, grüßt man sich und nicht nur, wenn man sich im Seminar sieht. Und das ist was auf mich einen sehr guten ersten Eindruck gemacht hat. Ich kann mich dem eigentlich voll und ganz nur anschließen. Ich fand auch, dass diese sehr persönliche Atmosphäre an unserem Institut eigentlich auch der Diskussion in den Veranstaltungen meistens zuträglich ist. Und was für mich hinzukommt, war, dass ich zu Beginn meines Studiums sehr interessante Module gewählt habe, zum Beispiel Lexikologie, wo es grob gesagt um den Aufbau von Wörtern geht, oder auch Didaktik, also wo es um die Methoden der Vermittlung von Sprache geht. Und ich finde, derartige Module sind für den Einstieg sehr gut geeignet, weil sie auch so ein bisschen das ausführen, worum es bei uns im Studiengang geht. Natürlich nicht ausschließlich, aber auch. Und ich denke, das hat mich von Anfang an auch von der Qualität der Lehre bei Deutsch als Fremd- und Zweitsprache überzeugt. Ich habe vielleicht in der Form nicht erwartet, dass das Studium im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache doch auf einer recht wissenschaftlichen Ebene abläuft. Ich glaube, man stellt sich vor, dadurch, dass viele Menschen, die dieses Fach studieren, später in den Lehrberuf treten, sie gehen davon aus, dass man beim Studium sehr viel Praktisches lernt. Natürlich ist die Praxis auch immer ein Aspekt im Studium, aber dennoch sollte man sich bewusst sein, dass das Ganze eine Wissenschaft ist und dementsprechend wird es auch im Studium behandelt. Mir gefällt hier in Leipzig besonders, dass eben, wie wir das schon mal gesagt hatten, dass einfach so ein familiäres Verhältnis zwischen den Dozierenden und den Studierenden herrscht und dass die Lehre insbesondere einfach eine sehr hohe Qualität hat. Wir haben die verschiedenen Bereiche, Verena hat es vorhin auch schon gesagt, wir haben die Lexikologie, wo es um den Aufbau der Wörter geht oder Grammatik oder Phonetik, aber auch Fremdsprachenerwerb und Kulturstudien. Und gerade bei Kulturstudien geht es eben um Austausch mit anderen Kulturen und welche Schwierigkeiten da auch Lerner eventuell, wenn sie Deutsch lernen, haben könnten. Ne? Und so etwas ist in Leipzig einzigartig. Bei den anderen Einrichtungen gibt es zwar vielleicht einen anderen Fokus, aber gerade Kulturstudien gibt es eben nur in Leipzig. Und meiner Meinung nach muss man einfach sagen, dass insgesamt die Qualität oder der Standard der Lehre im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in Leipzig einfach sehr hoch ist. Und das kommt auch bei den Studierenden an. Also das merkt man im Studium selbst, dass es sich auf einem sehr hohen Niveau bewegt. Und ich glaube, da sind wir alle sehr dankbar für. Also ich denke, dass viele Leute davon ausgehen, dass Deutsch als Fremd- und Zweitsprache eigentlich keine eigene Fachrichtung ist, sondern nur eine andere Bezeichnung für Germanistik, weil sie sich auf das Deutsch im Titel des Studiengangs konzentrieren. Allerdings grenzen sich die Inhalte schon
sehr stark von der Germanistik ab. Module wie zum Beispiel Althochdeutsch oder derartiges kommt bei uns im Studiengang eigentlich nicht vor. Es ist eigentlich meistens darauf bezogen, wie man Deutsch eben an Menschen unterrichtet, die es nicht als Muttersprache sprechen. Und es spiegelt sich in den Veranstaltungen wider. Und eben Module wie auch Didaktik, wo es eben um die Vermittlung geht, oder Grammatik sind meistens mit diesem Fokus ausgestattet, dass man sich anguckt, wie gehen Menschen daran, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Und ich denke, in dem Punkt unterscheidet sich das schon sehr deutlich von der Germanistik. Und abgesehen davon denke ich, dass man vielleicht oft erwartet, wenn man den Studientitel Deutsch als Fremd- und Zweitsprache liest, dass das Leute studieren, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Allerdings ist es so, dass wir dieses Fach ja studieren, um die Perspektive der Lernenden einzunehmen. Das heißt, die meisten Studierenden in diesem Studiengang sprechen Deutsch durchaus als Muttersprache. Und ja, wie Verena auch meinte, es geht viel um Methodenentwicklung. Und das greift auch nochmal das auf, dass es gar nicht so praxisorientiert ist, sondern eher die Theorie im Vordergrund steht. Also man sollte schon daran denken, dass man kein Handbuch bekommt, wie werde ich ein guter Lehrer, sondern es geht darum, wie kann ich gute Lehrmaterialien entwickeln, wie kann ich aus den sprachlichen Gegebenheiten, die ich vermittelt bekommen habe in den Teilbereichen, die wir angesprochen hatten, eben Zusammenhänge herstellen und die meinen Lernenden vermitteln. Aber was auch noch ein Punkt ist, eben da es ja Deutsch als Fremd- und Zweitsprache heißt, sollte man sich auch klar sein, dass man zwar im Ausland arbeiten kann und dass auch vielleicht die Gewichtung eher dahin geht bei unserem Studiengang, aber dass das überhaupt keine Voraussetzung ist. Also man kann im Inland genauso gut arbeiten. Dass man auf jeden Fall viel Neugierde mitbringen muss, viel Diskussionsbereitschaft, eben ein generelles Interesse daran, Sprachen zu lernen und auch vor allem eben Sprachen anderen Menschen beizubringen. Und ja, man sollte sich auch bewusst sein, wenn man nur die Sprachwissenschaft mag und nicht so sehr das Vermitteln, dann ist vielleicht Deutsch als Fremdsprache nicht ganz so das für einen. Zurzeit kann ich noch nicht so ganz genau sagen, was ich nach dem Bachelorstudiengang Deutsch als Fremd- und Zweitsprache machen möchte. Aber es kommt für mich auf jeden Fall in Betracht, den fortführenden Master Deutsch als Fremd- und Zweitsprache hier in Leipzig zu absolvieren, weil ich einfach schon während des Bachelorstudiengangs wahnsinnig Freude an der Studienrichtung gefunden habe und ich das Ganze auf jeden Fall gerne inhaltlich vertiefen möchte. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, vor dem Master erstmal noch ein Jahr Pause einzulegen, indem ich möglicherweise im Ausland Deutsch als Fremdsprache unterrichte und da einfach ein bisschen Praxiserfahrung sammle, bevor sich dann gegebenenfalls der Master bei mir anschließt. Also ich habe definitiv vor, nach dem Bachelor dann den Master zu belegen, einfach weil der Bachelor schon so viel Neugierde zum einen gestillt hat, aber auch umso mehr neues Interesse geweckt hat. Und deswegen sage ich, okay, ich möchte das definitiv weitermachen, auch weil gerade wenn man am wissenschaftlichen Arbeiten und am Forschen interessiert ist, man da noch mehr Handwerkszeug einfach bereitgestellt bekommt. Und danach möchte ich definitiv erstmal unterrichten. Das war ja auch der Hauptgrund, weswegen ich das gemacht habe. Was auch noch ein Punkt ist, der mich definitiv interessiert, ist, dass man selber Lehrmaterialien entwickeln kann. Zum Beispiel ist es auch gut möglich, mit Musik zu arbeiten als sprachliches Mittel und daraus Aufgaben herauszuarbeiten. Und sowas finde ich wirklich sehr interessant.